Hallo liebe Aquarellfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Film hier in der Aquarellwerkstatt. In meinen Kursen und Malreisen gibt es zu Beginn immer einige Basic-Übungen. Eine davon ist die Kugelübung und die möchte ich euch heute einmal zeigen. Die Materialien für unser heutiges Projekt sind wie folgt: Cadmiumgelb und Lasurorange von Schminke, Cadmiumfreies Cadmiumrot, Alizarin-Karmesin und Sienna gebrannt von Winsor Newton und Ultramarinblau von Daniel Smith. Ich arbeite auf Büttenpapier von Arches, 300 Gramm, Graphit, und die Pinsel sind der Rotmarderhaarpinsel von Da Vinci Serie 35 Nummer 7, ein Pinsel zum Auswaschen, das ist ein Flachpinsel von Da Vinci Junior Synthetics Nummer 10, und dann seht ihr rechts noch den Minenbleistift von Faber-Castell. Wie schon gesagt, geht es heute um das Anlegen eines überzeugenden Farbverlaufs innerhalb einer einfachen Kugel und ihres Schattens. Es wird also darum gehen, mithilfe verschiedener Tonwerte, das heißt Helligkeitsstufen der Farbe, die verschiedenen Flächen in Licht und Schatten darzustellen. Angefangen mit dem hellsten Bereich oben links, dem halbschattigen Bereich in der Mitte, dann schließlich dem Kernschatten rechts außen und zum Schluss noch mit dem kleinen Lichtreflex hier unten auf der Oberfläche der Kugel. Das Licht kommt ja von schräg links oben und wandert an dem Objekt vorbei auf die Tischplatte. Dort, wo es auf den Körper zurückreflektiert wird, entsteht diese kleine Lichtkante. Wenn wir die Tonwerte hier genau betrachten, können wir sehen, dass oben auf der lichtbeschienenen Seite die Kugel heller als der Hintergrund ist und auf der rechten Seite dunkler als ihr Hintergrund. Das sind wichtige Tonwertspiele, die ich in einem Motiv immer herausarbeite und gegebenenfalls auch etwas übertreibe. Den Schatten der Kugel male ich zunächst direkt mit dem Objekt zusammen als eine Form und später wird dann der schmale Schlagschatten direkt unter der Kugel noch intensiviert und die Lichtreflexion aus dem Kugelkörper ausgewaschen. Hier seht ihr zum Beispiel so eine Kugelreihe aus dem Porträtkurs. Wir versuchen hier verschiedene Hauttöne zu mischen und weiche Übergänge auf der Oberfläche der Kugel zu erzeugen, um nachher diese Möglichkeiten für die Darstellung im menschlichen Gesicht zur Verfügung zu haben. Hier sind die gleichen Kugeln, aber in einer ganz anderen Technik gemalt. In der Technik von dunkel nach hell, bei der erst der dunkle Schatten gemalt wird und dann später mit dem hellen Aquarell darüber lasiert wird. Ich werde heute auch 3 Kugeln malen und die verschiedenen Techniken anwenden. Zunächst einmal skizziere ich mir die 3 Kugeln und ihre Schatten mit lockeren Bleistiftstrichen auf dem Papier. Das Licht kommt wie auf meiner Vorlage von links oben und den Kugelschatten füge ich als einfache Ellipse hier rechts an die Kugel an. Links oben gibt es den Lichtreflex, den ich später weiß stehen lassen werde. Überflüssige Linien werden ausradiert und dann kann es mit dem Malen losgehen. Die erste Kugel möchte ich ganz klassisch von hell nach dunkel aquarellieren. Die zweite Kugel in der Technik von dunkel nach hell. Beide Kugeln auf trockenem Papier. Die dritte werde ich nass in nass malen. Dies sind also 3 ganz verschiedene Möglichkeiten, die uns sicher auch zu sehr unterschiedlichen Resultaten führen werden. Meine verwendeten Farben sind zunächst Cadmiumgelb für den lichten Bereich, Orange und Cadmiumrot als Eigenfarbe der Kugel und für die schattigen Stellen verwende ich Ultramarinblau und Alizarin-Karmesin. Ich fange an mit einer wässrigen Mischung von Cadmiumgelb und gebe relativ zügig in die nasse Fläche Lasurorange und Cadmiumrot hinein. Mein Farbauftrag ist sehr flüssig, ihr könnt es hier an diesem Tropfen am unteren Rand sehr gut erkennen. In die Flüssigkeit kommt immer die neue Farbe, sodass durch das Wasser sich die Pigmente ganz weich miteinander verbinden. Ich arbeite auf trockenem Papier, aber die Farben schmiegen sich nass ineinander. Je weiter ich mich von der lichten Seite der Kugel entferne, umso dicker wird die Farbe und umso mehr Orange und später Rot kommen in die Farbpfütze hinein. An der rechten Seite der Kugel nehme ich auch schon
Alizarin Karmesin und später etwas Blau mit in die Mischung. Im Schatten intensiviere ich die Blaumischung und mit einem ausgespült und abgetrockneten Pinsel nehme ich den kleinen Lichtreflex auf dem unteren Rand der Kugel heraus, solange die Farbe noch nass ist. Mit einer sehr cremigen Farbmischung aus Alizarin Karmesin und Ultramarinblau setze ich in den nassen Schattenbereich den schmalen Schlagschatten hinein und verbinde ihn weich mit der übrigen Schattenfläche. Hier direkt unter der Kugel setze ich auch noch einen kleinen dunklen Akzent. Die zweite Kugel male ich genau andersherum. Ich mische mir zunächst mit Ultramarinblau, Alizarin Karmesin und auch etwas Lasurorange eine sehr dunkle Farbe. Dies ist die Schattenfarbe meiner zweiten Kugel. Und mit dieser Farbe male ich jetzt den schattigen Bereich der Kugel auch wieder auf trockenem Papier. An den Rändern löse ich den Farbauftrag ein wenig an, damit ich später einen relativ weichen Übergang an dieser Stelle bekomme. Im mittleren Bereich des Schattens arbeite ich noch einmal mit einer trockenen Mischung aus Ultramarin, Alizarin und Cadmiumrot. Die Dunkelheit hier sollte wirklich kräftig sein. Dieser Farbauftrag muss jetzt erst einmal trocknen, also male ich in der Zwischenzeit die dritte Kugel. Hier feuchte ich das Papier zunächst einmal an. In der Nass-in-Nass-Technik zu arbeiten macht immer dann Sinn, wenn ich besonders weiche Verläufe auf dem Papier erreichen möchte. Durch das angefeuchtete Papier kann das Pigment natürlich sich noch mehr bewegen und die verschiedenen Farben verbinden sich leichter miteinander. Es ist aber auch so, dass ich die Kontrolle über die Geschehnisse auf dem Blatt noch ein Stück weit mehr abgeben muss, und um ein vorhersehbares Ergebnis zu erzielen, muss ich den richtigen Moment erwischen, indem ich mit der Farbe in die feuchte Fläche gehe, und der Pinselhaarkörper muss auf eine passende Weise nicht zu feucht und nicht zu trocken sein. Ich gebe also meine Gelb-Orange-Mischung in die feuchte Fläche hinein. Mit einem relativ gut gefüllten, trockenen Pinsel gehe ich weiter in den schattigen Bereich. Hier kommt mehr Pigment in den Pinsel und ihr seht, dass ich immer wieder auch die Feuchtigkeit im Pinselkörper mit meinem Küchentuch in der linken Hand reguliere. Ins Wasserglas gehe ich hier bei den letzten Pinselstrichen im Schatten zwischendurch überhaupt nicht mehr. Auch hier kommt in die schattige Mischung etwas Kobalt oder Ultramarinblau hinein. Wenn ich diese Farbe in die vorhandene Fläche addiere, darf das auf keinen Fall zu nass geschehen. Was passiert, wenn du jetzt zu viel Wasser in die Fläche gibst, könnt ihr euch in dem Video 3 Tipps im Aquarell noch einmal genau anschauen. Auch hier hebe ich den Lichtreflex aus der Fläche am unteren Bereich der Kugel wieder heraus. Und für den Schlagschatten gebe ich intensive Farbe, die ich mit der übrigen Schattenfarbe verbinde. Die mittlere Kugel ist inzwischen getrocknet und ich kann jetzt mit einer sehr hellen und wässrigen Farbmischung auf der linken Seite beginnen. Hier arbeite ich wieder auf trockenem Papier und je näher ich meinem Schattenbereich komme, desto intensiver wird die Farbmischung. Hier ist mir jetzt ein wenig zu viel Orange hineingerutscht und ich versuche mit kleinen vorsichtigen Pinselbewegungen das Gelb in die Orangefläche hineinzuziehen.
An der Anschlussstelle, dort wo mein dunkler Schatten jetzt unter der Farbfläche liegt, versuche ich mit schraffierenden Bewegungen die Schattenkante etwas anzulösen. Dies gelingt besonders gut bei Zellulosepapieren, zum Beispiel dem Papier Le Rouge von Hannemühle, welches ich für diese Technik bevorzugt verwende. Beim Arches-Spüttenpapier kann man die Farbe relativ schlecht wieder anlösen. Wir sehen das Problem hier. Ich gebe ziemlich viel Farbe über diesen Bereich und trotzdem erscheint der dunkle Rand darunter immer wieder durch. Die Kugel ist jetzt sehr farbintensiv und wie ich finde auch ziemlich plastisch geworden. Das kommt durch den darunterliegenden dunklen Farbauftrag, der hier im dunklen Bereich doch etwas mehr Volumen gibt als bei den anderen Kugeln. Die erste Kugel links möchte ich noch einmal mit einem zweiten Farbauftrag überziehen. Ich arbeite in meinen Aquarellen ganz häufig in 2 Schritten. Im ersten bearbeite ich die hellen Farbtöne und nach dem Trocknen werden die dunklen Bereiche noch einmal übermalt. Ich mische mir jetzt also noch einmal die Orange-Mischung von vorhin und dann auch die dunkle Mischung für den schattigen Bereich mit Ultramarinblau und Alizarin-Karmesin und setze die Farbe in den rechten Bereich der Kugel und verbinde sie dann mit klarem Wasser, von links kommend, mit der Farbfläche. Im Schatten kommt wieder etwas mehr Blau dazu und jetzt muss ich den Lichtreflex natürlich noch einmal neu herausarbeiten. Auch diese Kugel hat durch den zweiten Farbauftrag deutlich an Volumen gewonnen. Bei der rechten Kugel möchte ich Nass in Nass auch einen zweiten Farbauftrag zeigen. Ganz vorsichtig feuchte ich die gesamte Kugel mit klarem Wasser an und gebe auch hier wieder nur in den lichtabgewandten Bereich verschiedene Orange- und Rotmischungen hinein. Zum Schatten hin wird wieder mit mehr Blau gearbeitet und wir sehen, dass durch das nasse Papier wieder schöne weiche Verläufe entstehen. Hier gilt, wie bei allen 3 Kugeln, je dunkler die Farben werden sollen, umso cremiger sollte die Konsistenz der Farbmischung sein. Dies sind also 3 von vielen, vielen Möglichkeiten, eine runde Kugel mit Aquarellfarben darzustellen. Ich würde vorschlagen, versucht es ruhig auch einmal mit anderen Farben, zum Beispiel mit einer Gelb-Grün-Mischung und einem Rotanteil im Schatten. Zum Schluss hole ich den Lichtreflex mit meinem Auswaschpinsel noch ein wenig heraus und arbeite die Kanten etwas weicher aus. So, ich hoffe, ich konnte euch mit dieser kleinen Übung ein wenig weiterhelfen und ihr habt Lust, es jetzt einmal auszuprobieren. Mit der kontrollierten Nass-in-Nass-Technik und mit verschiedenen Farbaufträgen arbeiten wir auch bei dem nächsten Aquarellwerkstatt Online Live-Abend hier auf YouTube. Der findet statt am 7. Juni um 19 Uhr und ist offen für alle UnterstützerInnen der Aquarellwerkstatt. Wenn ihr unsere Arbeit hier auf dem Kanal wertschätzen möchtet, habt ihr die Möglichkeit dazu über die Internetplattform Steady, deine Unterstützung. Den Link findet ihr unter dem Video. Mit 2 Euro monatlich schon seid ihr dabei und könnt zum Beispiel am Aquarellwerkstatt Online Live-Abend hier auf YouTube auch teilnehmen. Wir bedanken uns schon mal für eure Unterstützung und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und dann seht ihr rechts noch den Faber-Castell Minenbleistift in Minenbleistift. Ich weiß nicht.